Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Flight Report. Wir fliegen heute mit Eurowings in der Biz Class, also der Business Class von Newark nach Düsseldorf. Eine ganz neue Strecke. Ich bin sehr gespannt, was die Eurowings auf der Strecke und der Klasse bietet. Alles das gleich nach dem Intro. Als Biz-Class-Kunde darf man hier in Newark die Lufthansa Business Class Lounge benutzen. Das machen wir jetzt auch gleich. Man sagte uns, es dauert ungefähr eine Stunde, bis wir durch die Security kommen. Also wir sollen früh genug da sein. Okay, glücklicherweise war das nicht richtig. Es war noch nicht mal, ja, gut 15 Minuten waren es jetzt schon, die es gekostet hat, aber keine Stunde glücklicherweise. Jetzt geht es also nochmal vorbei an den Duty Frees zur Lufthansa Business Class Lounge. Das ist cool, wir können uns also hier noch ein bisschen entspannen, bevor der Flug dann losgeht. Es sind ungefähr 7 Stunden bis nach Düsseldorf. Jetzt esse ich noch eine Kleinigkeit, trink was und ja, dann freue ich mich auf den Flug. So, das war jetzt hier die Lufthansa Business Class Lounge. Eine ganz tolle Lounge, wie ich finde. Man kann dort gut sitzen, etwas essen, etwas trinken, sogar aufs Rollfeld gucken. Nur leider stand da jetzt nicht die Eurowings Maschine. Jetzt geht's ab zum Gate 63. So, und das ist hier die Biz-Class, also die Business Class von Eurowings, ganz vorne in der A330-300, die uns heute nach Düsseldorf bringen wird. 30 Sitze in einer 222-Bestuhlung. Und vielleicht fällt es euch auf, es ist dieselbe Bestuhlung wie auch bei der Lufthansa. Es ist nämlich auch derselbe Sitz, nur im Eurowings-Design. Das ist also wie gesagt die Biz Class. Jetzt gehen wir mal kurz rüber. Und zwar in die Best, das ist die Premium Economy. Das Video über diese Klasse ist ja bereits online. Einfach auf das i drücken, dann könnt ihr das nochmal anschauen. Jetzt geht es aber primär um die Business Class, also die Biz Class. Aber ich dreht euch nochmal um, dann könnt ihr euch nochmal die Economy angucken. Es gibt hier nämlich auch noch einen Bereich für More Legroom und die Economy hier hinten in einer 242-Bestuhlung in 2 Kabinenabteilen. Einmal hier die große und im hinteren Flugteil nochmal eine ganz große Economy-Kabine. Die Best ist abgetrennt mit einem Art Sichtschutz. Und danach kommen, wie gesagt, die Sitze mit dem More Legroom und dahinter die Economy. Aber jetzt gehen wir mal zurück in die Biz Class. Der Business Class Sitz hier ist relativ bequem. Bedienen kann ich ihn hier auf der rechten Seite mit 3 Schnellzugriffen. Jetzt ist in der aufrechten Sitzposition und ich drücke auf den Knopf für die Liegefläche, also für die Liegeposition. Gucken wir mal, wie schnell es funktioniert, dass ich hier gerade liegen werde. Denn es ist ein flaches Bett mit ungefähr 2 Meter langer Liegefläche. Ja, oh mein Gott, das ging ja richtig fix. Liege ich jetzt hier, allerdings sind meine Füße ziemlich eingeengt. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr wollt. Dafür habe ich aber eine ziemlich lange Liegefläche, wie gesagt 2 Meter lang, ausreichend lang. Ich kann auch diese
Armlehne runter machen und habe dadurch auch nochmal eine breitere Liege. Und viele haben nämlich gesagt, es gibt hier bei der ehemaligen Lufthansa Business Class eine Art Fußkuscheln, aber es ist nicht so, weil jeder hat seinen eigenen Bereich für die Füße. Außer in der Mitte, da dann nicht. Ja, das ist sehr gut, immer gut. Danke. So, in der Biz Class gibt es ebenfalls ein Welcome Drink, ein Prosecco zur Begrüßung. Man kann natürlich auch ein Orangensaft oder ein Wasser nehmen. Das bleibt euch überlassen. So, cheers. Cheers. Wie verlief das Boarding bei Eurowings hier in Newark? Eigentlich ziemlich entspannt. Zuerst wurden die Business Class, also die Biz-Kunden aufgerufen, danach die Best und auch dann die mit More Legroom, danach die Economy. Aber das ging ziemlich geordnet, es läuft immer noch das Boarding, aber wir sind in time, das heißt, wir werden pünktlich abfliegen. Ja, bitte schön. Dankeschön. Oh, und es gibt eine Menükarte für den Flug nach Düsseldorf. Welcome Drink haben wir schon bekommen. Es steht genau drauf, was der Service so bietet während des ganzen Fluges. Dann kommt nach dem Welcome Drink, natürlich nachdem wir gestartet sind, eine Vorspeise. Hauptgänge gibt es 3 verschiedene. Am besten nehmt ihr es einfach selbst der Liste, die ich jetzt gerade nämlich einblenden werde. Vor mir ist ein Monitor, den ich entsprechend rausschieben kann und auch anwinkeln kann. Das ist ziemlich cool. Wenn ich also etwas liege, kann ich da ein bisschen besser reingucken. Am Sitz befindet sich ebenfalls 2 USB-Anschlüsse zum Laden meiner Devices, also Handys oder was ich auch immer so mit habe. Es gibt ja immer irgendwas, besonders ich mit meinen Kameras. Die Kopfhörer sind hier in einem Fach versteckt. Diverse Ablagemöglichkeiten sind ebenfalls da, nämlich unter dem Monitor ist ein Fach, wo auch das Wasser drin ist. Und unter der Fußablage ist ebenfalls nochmal so ein großes Fach bzw. so ein großer Raum für vielleicht eine Tasche. Hier auf der rechten Seite befindet sich die Steuerung für den Sitz. Habe ich euch ebenfalls schon erklärt, wie der Sitz funktioniert. Und hier ist der Tisch drin. Und nicht so wie in der Premium Economy, da war es ja ein Problem, wenn ich aus dem Sitz raus wollte, ging es nicht. Ich konnte also den Tisch nicht drehen, um rauszukommen. Also musste alles zurückpacken. Ist es hier möglich, den Tisch zu drehen und dann, schwupps, bin ich draußen. Das ist immer gut. Besonders gut, wenn man am Fenster sitzt. Solltet ihr während des Boardings den Wunsch verspüren, in einer höheren Klasse reisen zu wollen, dann könnt ihr das tun. Ihr könnt beispielsweise von der Economy in die More Legroom Bereich upgraden für bereits 50 € oder für mehr in andere Bereiche. Wenn ihr wollt, sogar direkt in die Biz Class. Die Preise findet ihr bei Eurowings auf der Webseite. Und wir verlinken sie natürlich in unserem Post auf der Webseite. Da könnt ihr noch mal ganz genau nachschauen, was das kostet, wenn ihr upgraden möchtet, direkt an Bord, bevor es losgeht. Und es haben tatsächlich 9 Leute upgegradet, von der Best und auch von der Economy. Also geht die Strategie wohl wirklich auf. Eine Flugzeit von 7 Stunden und wir warten den Start Richtung Südwesten.
das Amenity-Kit von Eurowings hier in der Biz Class. Es ist von Rituals übrigens. Kennt ihr die Marke? Ich liebe sie ja mit den Seifen. Und was ist drin? Natürlich diverse Cremes, Handcreme, Lippenbalsam und ein Deodorant. Ebenfalls einmal die Augenmaske, Ohrstöpsel, Zahnbürste und Zahncreme und die Socken. Vor mir ist, wie gesagt, beleglich, aber es ist kein berührungsempfindlicher Monitor. Ich muss alles mit diesem kleinen Controller, der sich hier rechts von mir befindet, bedienen. Dann, mit dem Controller kann ich auch die Flight Attendants rufen, Licht an- und ausmachen. Ja, und den kleinen Cursor, der ist dafür da, den Zeiger im Monitor zu bedienen. Ich habe die Auswahl zwischen diversen Serien, natürlich auch Movies, das heißt Filme, ganz viele in deutscher Tonspur, Spiele für die Kids und auch die Flight Map. Und nach dem Start wird relativ schnell das Licht wieder angemacht und der Service beginnt. Und außerdem wird danach auch schnell eine Decke verteilt. Die lag nicht vorher am Platz, sondern wird im Nachhinein verteilt. Oh, es wird noch ein bisschen heller. Und die finde ich sehr, sehr hochwertig. Und das ist hier der Waschraum. Es gibt nur einen Waschraum in der Business Class, also in der Biz Class vorne links neben dem Cockpit. Amenities gibt es hier leider keine, aber dafür haben wir ja das Amenity Kit bekommen mit allen Dingen, die man so benötigt. Es gibt hier noch feuchte Tücher, natürlich Seife und es gibt auch Becher, um sich eventuell die Zähne zu putzen. Das Papier ist aus Umweltpapier, ebenso auch die Becher. Im Übrigen hat die Eurowings die Strecke Düsseldorf-Newark, Newark-Düsseldorf erst zum 1.12.2018 aufgenommen. Vorher hat die Strecke die Lufthansa bedient, die ist aber bekanntlicherweise aus Düsseldorf weggegangen, ist nur noch in Frankfurt oder München und hat es entsprechend der Eurowings überlassen. In der A330-300 gibt es Wi-Fi on Board. Leider nicht kostenlos, ihr müsst es bezahlen, die Preise blende ich euch ein. Aber wenn ihr das wollt, ist es eine tolle Sache, gerade für mich, hier mal eben so Instagram Story zu machen oder ein Foto, wie ihr in diesem tollen Sitz hier sitzt, auf Facebook zu posten, ist ohne weiteres möglich. Neben den zwei USB-Anschlüssen hier rechts in der Konsole ist an jedem Sitzplatz auch noch eine Universalsteckdose hier unten zwischen den Sitzen vorhanden. Sehr gut zum Arbeiten übrigens. Aperitif und Prosecco. Diese leckeren Squeezed Pretzels with Salt steht da. Es sind zusammengedrückte Brezeln mit Salz. Die Idee ist echt cool. Die Eurowings Business Class, seht ihr ja hier, ist in einer 2:2-Bestuhlung, habe ich am Anfang des Videos ja schon erklärt. Ich bin nicht unbedingt ein Freund dieser Konfiguration, das wisst ihr vielleicht aus unseren älteren Videos, aber viele von euch haben in den Kommentaren bereits geschrieben, dass sie die toll finden, weil sie gerne mit Freunden nämlich verreisen und dann nebeneinander sitzen wollen. Danke. Guten Appetit. Und währenddessen kam auch das Essen. Was denkt ihr denn über die Konfiguration? Hinterlasst mal uns einen Kommentar unten, was ihr darüber denkt, ob für euch eher eine 1:1 in Frage kommt oder eine 2:2. Das Interessante war nämlich, wir hatten uns in der Lounge von
unserem Hotel in New York mit einem Pärchen unterhalten und die haben gesagt, es geht überhaupt gar nicht. Die 121-Konfiguration von Qatar Airways oder von Etihad, die wollen unbedingt zusammen am Fenster sitzen in 222. Wir sagten, hallo, dann nehmt doch den Platz in der Mitte. Aber da sagten sie, sitzen nicht am Fenster. Da sieht man mal, so unterschiedlich sind Geschmäcker und sind Meinungen. Und das ist ja die Freiheit hier, dass jeder sagen kann, was er möchte. Wir mögen beispielsweise eher hintereinander sitzen. Und viele von euch haben tatsächlich gefragt, ey, warum sitzt ihr hintereinander oder habt 2 getrennte Betten? Die Speisen werden in der Biz-Class nicht von einem Trolley serviert. Das ist schon mal sehr wichtig zu wissen. Die werden direkt aus der Galley gebracht und es gibt ja ein bisschen Auswahl, habt ihr ja gesehen, in der Karte. Ich habe hier das Hühnchen. Dominik hat die japanische Variante gewählt und nachher haben wir auch die Hauptspeise, verschiedene Varianten gewählt. Danke. Hey, das sieht doch lecker aus. Also ich habe das Hühnchen offensichtlich ein bisschen mariniert oder frittiert mit Couscous. Das mag ich nicht so gerne, aber das liegt ja jetzt nicht an Eurowings Geschmack, sondern an meinem. Ja, Fotos müssen sein. Oh, heiß. Oh. Und wie ist deins? Also ich bin überrascht. Der Fisch ist fest, schmeckt nicht so fischig, gut gewürzt, mit einer Eihülle drumherum. Also die Empfehlung unseres Crewmitglieds war sehr gut. Und man muss ja immer sagen, wir waren sehr häufig sehr enttäuscht vom Catering, wenn man aus den USA abfliegt. Also ihr könnt in vielen unserer Videos sehen mit namhaften Airlines wie British Airways. Kurze Pause, der Wein kommt. Und es war ja teilweise wirklich grottig, was das Catering betrifft, wenn man in den USA fliegt. Es hat sich anscheinend gebessert. Die letzten USA-Flüge waren gut. Und auch hier, es schmeckt besser, als es auf den ersten Moment aussieht. Wenn man das so sieht auf dem Foto, denkt man, oh, alles auf den Teller geklatscht. Aber nein, das Gemüse hier auf meinem Teller ist knackig, der Fisch ist gut und fest, nicht zu fettig. Und die Nudeln ebenfalls al dente. Also mehr kann man hier an der Stelle, glaube ich, nicht erwarten. Böse wäre jetzt der direkte Vergleich mit Lufthansa, denn in der A350 hat es nicht anders geschmeckt. Ihm schmeckt der Käse. Auch mir hat das ganze Essen, das ganze Menü auch sehr gut geschmeckt. Also ich finde, man sagt ja, Eurowings ist ein Low-Cost-Carrier, ist es auch. Aber die Best, sowohl als auch die Biz-Class, sind schon im oberen Bereich einzuordnen. Denn ich finde, das Essen und auch das Service steht der Lufthansa in keinem Verhältnis nach. Also es ist ziemlich gut, beziehungsweise mindestens genauso gut wie Lufthansa. Wenn man das mit den europäischen Airlines vergleicht. Wir nehmen hier mal TAP Portugal, wir nehmen hier mal British Airways, wie Stefan schon sagte, wir nehmen die Lufthansa und das ist das, womit wir gerade vergleichen. Wenn wir jetzt mit Qatar Airways und Etihad anfangen, klar, da brauchen wir nicht drüber reden hier, Leute. Also das funktioniert nicht. Wir vergleichen ja gerne mal mit Qatar Airways, aber in dem Fall lassen wir mal den Low-Cost-Carrier in Europa sein und mit den dort angesiedelten Airlines vergleichen sozusagen das Ganze. So, der Service ist jetzt durch und er war ziemlich entspannt. Es war ein ruhiger, sehr, sehr freundlicher Service hier an Bord der A330-300 bei Eurowings. Jetzt wird wahrscheinlich ziemlich schnell das Licht ausgemacht werden, denn wir haben ja einen Nachtflug. Das heißt, wir fliegen Ortszeit in New York nachmittags los. Durch die Zeitverschiebung ist es in Deutschland bereits schon Mitternacht und wir kommen morgens um 6 Uhr an. Also wir fliegen also nur im Dunkeln, deswegen können wir auch leider nicht so viel Aufnahmen von außen euch zeigen. Also Start und Landung ist eher schwierig. In diesem Fall, wenn ihr das möchtet und euch angucken wollt, guckt am besten mal den Flug mit der Best, also der Premium Economy, hinter uns an.
So, ich bin jetzt mal nach dem Essen mal vorne in die Gänge gegangen. Neben mir steht der Marvin und ich hatte vorhin in dem Menü gelesen, ihr serviert Weine von einer Firma, die nennt sich Geile Weine. Ist irgendwie lustig. Was hat das auf sich? Ja, es ist innovativ. Also Geile Weine ist ein Startup-Unternehmen. Wir arbeiten mit sehr vielen Startup-Unternehmen zusammen. Die Idee hinter Geile Weine, da stecken im Prinzip 2 Kerne drin. Es gibt für jeden den passenden Wein und es muss nicht kompliziert sein, der Wein muss nicht kompliziert sein. Für viele ist ja Wein, wer jetzt kein Weinkenner ist, kann schon furchtbar kompliziert sein. Ja, allerdings, ja. Das ist zum Beispiel was auch sehr gut zu Eurowings passt. Es ist für jeden was dabei, es muss nicht kompliziert sein, es geht los bei unseren Tarifen. Jeder kann sich seinen Flug praktisch so bauen, wie er das möchte. Und ja, das passt natürlich sehr gut zu den geilen Weinen. Das passt. Ich sehe es ja auch in den Menüs, in der Menükarte. Die Weine haben auch eine ganz lustige Farbe, also sie sind ein bisschen hipper. Und das passt irgendwie auch zur Eurowings. Genauso mit den ganz anderen Dingen, wie den Chips und die Popcorn. Ich sehe es dir gerade davor, das ist auch so ein Startup-Unternehmen. Ist irgendwie überall. Ja, Genau, finde ich also cool. Ja. Wir arbeiten sehr viel mit Startup-Unternehmen zusammen. Es soll ein bisschen jung, dynamisch, so wie die Eurowings halt auch ist, so soll es halt sein. Ja. Und immer mal wieder was Neues. Ja. Das heißt, also in der Zukunft wird es auch wieder was Neues geben, höchstwahrscheinlich. Genau, es wechselt bei uns stetig. Wir möchten nicht auf der Stelle stehen bleiben. Okay. Genau. Das ist cool. Ja. Wir sind halt auch nicht der klassische Netzwerk-Carrier, aber eben auch nicht der klassische Loadmaster. Ich fand das so cool, dieser Name, Geile Weine. Irgendwie passt es überhaupt nicht, aber wir sind ja auch nicht hier bei irgendeinem langweiligen Reiseunternehmen oder Flugunternehmen, sondern sind hier bei Eurowings. Das passt. Dankeschön. Ja, toll. Bis jetzt ist irgendwie alles super hier. Schön. Ja, vielen Dank. Ja, danke euch. Oh, es war viel zu kurz, die Nacht. Es sind nur noch ungefähr 1 Stunde, 25 Minuten bis nach Düsseldorf. Und jetzt gibt es den Arrival Snack, also die zweite Mahlzeit kurz vor der Landung in Düsseldorf. Da gab es 2 Wahlen. Entweder habe ich das Rührei genommen oder ich habe die Schinken- und Käseplatte. Aber nee, ich nehme doch was Warmes, also das Rührei. Und das ist das Frühstück hier bei Eurowings. Ja, ich weiß gar nicht so genau. Also das Rührei gefällt mir jetzt nicht so vom Aussehen her. Vielleicht schmeckt es ja besser, als es aussieht. Aber wenn ihr uns kennt, unsere Videos kennt, wisst ihr, dass wir sowieso nicht so gerne Frühstück essen. Zumindest nicht im Flugzeug, aber auch generell nicht. Röstlich sieht gut aus. Es gibt ein Böchermüsli und frische Früchte. Ich denke, das ist schon völlig in Ordnung. Gucken wir mal. Mich interessiert sehr, wie das Rührei schmeckt. Definitiv besser, als es aussieht und besser als ein Omelett. So, wir sind gleich in Düsseldorf. Ich denke mal noch ungefähr 20 Minuten, dann sind wir da. Und der Flug mit Eurowings, also mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich finde kaum Unterschiede zu anderen Business Class. Also, da musst du bedenken, es ist ein Low-Cost-Carrier und dieses Produkt hier in der also die Business Class, ist schon ziemlich gut, überraschend gut. Ich habe was Besseres bekommen, als ich erwartet habe und ich bin vollkommen zufrieden. Wer da mal Royal Jordanian gesehen hat, TAP Portugal oder auch British Airways, bevor sie zu Do & Co gewechselt sind, also Do & Co, da gibt es keinen großen Unterschied. Und ja gut, was soll man sagen, die 222-Konfiguration, die Privatsphäre ist jetzt nicht so wie in einer Q-Suite oder ich sag mal in einer sehr gut bestuhlten 1:1-Konfiguration, wo sehr viel Abstand ist. Dennoch, man kann hier nicht meckern, auch die Lufthansa, wenn ich es schon wieder zum 10. Mal sage, hat eine 222-Konfiguration in sehr ähnlicher Form. Und von den Mahlzeiten her, also meins war lecker, das Frühstück, ich mag kein Frühstück, ich habe es auch nicht ganz gegessen. Das tun wir eigentlich nie, außer es gibt irgendwas Gesundes oder Japanisches oder Asiatisches, wenn es schmeckt. Ne? Und der Service war herzlich, es war zum Glück nicht so viel los. Und
warum nicht? Es haben 9 Leute abgegradet und das wird wohl seinen Grund haben, sage ich jetzt einfach mal so. Denn wer macht das sonst, dass er das Geld ausgibt? Also das Konzept geht auf, es funktioniert und ich würde es bei entsprechendem Preis auf jeden Fall wieder fliegen. In diesem Mal war es halt leider ein Nachtflug, deswegen können wir nicht ganz so viele Bilder zeigen, wie jetzt zum Beispiel bei der Best Class, also bei der Best, da hatten wir, oh, jetzt wird es natürlich praktischerweise hell. Aber ich hoffe, wir konnten euch trotzdem vieles von der Biz Class erklären und zeigen und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video und wenn ihr noch nicht viele von uns gesehen habt, dann guckt am besten mal bei uns in den Kanal rein. Wir haben noch ganz, ganz viele andere Videos über Business Class, First Class, Economy Class und wenn wir in den jeweiligen Städten sind, auch gerne mal Vlogs. Und wenn ihr immer noch wissen wollt, wie es mit den Deals geht und auch mit Kreditkarten und Meilen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für Vielflieger oder Vielreisende wie wir, dann guckt man in unsere Travel Hacks. Genau, die Travel Hacks sind sehr, sehr wichtig, weil die Fragen, wie könnt ihr euch das alles leisten, jetzt wird es wieder dunkel, wie macht ihr das und so weiter, beschreiben wir in unseren Travel Hacks und zwar von Situationen, wie wir sie erlebt haben und nicht irgendwelche Muster, wie man es machen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao. Dankeschön, thank you. Danke, Wiedersehen.